die uns eigentlich immer mit schönen Kartons versorgen, haben auch hier wieder einen schönen Karton, obwohl ich sagen muss, meiner, wenn ihr schaut, der sieht mächtig ramponiert aus. Das ist auch der Grund, warum dieses Goldeneye, das Goldeneye ist es nicht, warum es dieses Landenei nicht in meine eBay Auktion oder in meinen eBay-Verkauf geschafft hat. Das ist das, was ich zusammenbauen möchte, um es euch zu zeigen. Wangi als solches bin ich immer sehr gut mitgefahren. Will ich mich überhaupt nicht beklagen. Die ganzen Buildings, die sie uns so geben, auch das Brandenburger Tor, ihr seht es ja noch hinter mir stehen, ein Traum von Sets. Gute Steine und sehr schönes Design. Hier bin ich mächtig gespannt auf dieses Ganze. Das Bild, naja, das sieht erstmal nicht schlecht aus. Ja, mit den Gondeln und so hat es wirklich was vom Landenei. Ob es das aber dann auch wirklich ist, wenn es alles fertig gebaut ist, da bin ich am meisten drauf gespannt. Jetzt bin ich erstmal gespannt, was in dem Karton so auf uns wartet. Viel öffnen muss ich ja nicht, das hat ja schon irgendjemand mal für mich übernommen und ich hoffe einfach nur, dass das jetzt nicht bedeutet, dass mir hier irgendwelche Teile fehlen, weil das wäre dann doch sehr, sehr ärgerlich. Es sind auf jeden Fall schon mal viele Teile. Die Grundplatten, das kennt man. Das sind immer die gleichen, die bei den Sets mit dabei sind. Die werden dann zusammengesteckt mit den ganz normalen Technikpins. Das hatte ich so bei Wangi noch nicht. Davon sind sogar gleich zwei. Das sind ja schon richtige Steine, meine Güte. Das sind schöne, die könnte man auch ganz gemütlich für was anderes brauchen. Blau in Transclear. Ich knister jetzt hier mal gar nicht so großartig rum. Ich teile das alles schon mal auf und dann reden wir mal drüber. Da ist ja auch noch eine Bauanleitung, aber ich weiß, dass es immer sehr, sehr viel Krach macht, wenn man da so drin rumwühlt. Also mache ich das mal schnell. Landenei vor mir in Schüsseln sortiert. Normalerweise Bauschritt sortiert, bei mir heute nicht, weil ich im Vorfeld mal gucken wollte. Hier müssen viele Technikteile dabei sein, die kenne ich nicht von Wangi. Deswegen hatte ich es mal alles ausgepackt, um zu gucken, ist hier was Interessantes dabei? Nein, ist es nicht. War also nichts, was jetzt irgendwo eine größere Überraschung mit sich bringt. Ich denke mal, hier mit dem Handbuch, das wird auch nichts Besonderes sein. 1:1 Abbildung der Plates und der Technikstangen, der Kreuzachsen. Hier nochmal Bilder. Auch das kennt man eigentlich von Wangi. Man kann das Ganze schon bald als Gute-Nacht-Geschichte noch mit ins Bett nehmen. Geschichten und jetzt nicht unbedingt Geschichten in dem Sinne, sondern die Geschichte des Rads, wie es gebaut wurde, warum es überhaupt noch steht, steht vielleicht hier auch drin. Man weiß es nicht, weil es sollte meiner Erkenntnis nach schon lange weg sein. Es ist ja auch nur kurzweilig dorthin gestellt worden. Macht meiner Meinung nach zwar keinen Sinn, sowas Teures dorthin zu stellen und dann 2 Jahre später oder wann das wieder weg sollte, nimmt man es wieder weg. Ich bin einfach nur mächtig gespannt auf dieses ganze Set. Hier sehen wir auch nochmal, seht ihr das? Ja, ich denke mal, das seht ihr, dass alles, was gebaut wurde, wird weiß gemacht. Ich finde es schöner, wenn es verblasst. Wenn dieses sture Weiß gibt einem teilweise doch Probleme in der Orientierung in so einer Bauanleitung. Wenn es verblasst, dass man die Farben noch erkennen kann, ist es teilweise eine sehr große Hilfe. Ist bei Wangi noch nicht ganz angekommen. Was nicht ist, kann ja aber auch noch werden. So, werden soll ein Riesenrad. Da will ich jetzt einfach mal loslegen.
dritter Bauabschnitt und man kann schon erkennen, hier wird ein Riesenrad drauf gesteckt. Also wer sowas schon mal gesehen hat, der weiß, was es werden könnte. Wäre das mein erstes Set von Wangi? Es wäre mein letztes. Es gibt hier so ein paar Stellen, da habe ich mich wirklich schon geärgert. Die Grundplatten hier drunter, ein Problem, was ich auch beim Brandenburger Tor schon angesprochen hatte. Hier gehen sie also wirklich her und arbeiten wenig mit Verstärkung. Also wer dieses Riesenrad bauen möchte, bis hierhin wird es ja eine schöne Sache. Der sollte sich das hier definitiv wesentlich besser versteifen, wenn er noch irgendwelche, es reichen 2x4 Plates, die man hier noch über die ganzen Kreuze setzt. Damit würde das schon wesentlich stabiler werden. Das sollte man auf jeden Fall machen, weil das ist wirklich, das ist sehr ärgerlich. Es ist mir auseinandergefallen beim Zusammenstecken. Man bekommt die Plates hier oben nicht vernünftig aufgesteckt. Das ist also sehr, sehr viel Fummelei. Auch in dem Bereich, wo die Stützen fürs Riesenrad angebracht werden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch, kann man es alles halbwegs vernünftig in die Hand nehmen. Ich komme mal so ein klein bisschen näher. Vielleicht könnt ihr das sehen, müsst ihr mal genau hier gucken, was hier für Höhenunterschiede sind. Ich hoffe, die Kamera kann das irgendwie so ein bisschen einfangen, wenn nicht einfach mal auf Pause machen und dann gucken. Auch wenn ich hier vorne rumgehe, hier sind ja die Zugangsbereiche, was hier teilweise die Platten wieder hochkommen. Da muss man überall nochmal vernünftig nachdrücken. Also das ist nicht unbedingt schön. Also das ist bis hierhin so eine kleine Sache noch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen zum Abgewöhnen. Also die Modulars, die ich bis jetzt von Wangi gebaut habe, da gab es bislang nie was zu meckern. Hier bin ich so ein klein bisschen enttäuscht bis hierhin. Also wenn ich das in Schulnoten ausdrücken würde, die Gebäude haben bei mir bis jetzt alle gut bis sehr gut bekommen. Hier bin ich bei einem ausreichend. Also es reicht aus, dass man hier vielleicht was Schönes zu stehen bekommt. Ist eigentlich schade, dass man das so sagen muss, weil man wertet ein Setup, was optisch vielleicht sogar der absolute Burner werden könnte. Muss man abwarten. Noch ist ja nicht alles fertig, hier wird ja noch einiges geschehen. Aber nur bis hierhin bin ich also wirklich teilweise dabei, wo ich denke, gefällt mir nicht so wirklich. Nicht von der Optik her, sondern die Qualität der Steine. Ich weiß nicht, ob das hier so ein typisches Montagsset ist, was ich erwischt habe. Das vielleicht der Grund ist, dass der Karton mal geöffnet wurde, dass hier noch andere Teile mit dabei geschmissen wurden. Ich habe keine Ahnung. Aber ansonsten, ich ziehe es mal so ein bisschen zurück, ist es natürlich eine feine Sache, wenn man sich dann mal das Bild auf Google aufmacht. Und ich denke mal, daher kommt auch ganz klar die Anregung zu diesem Set, weil auch die beiden Schiffe genauso auf Google Earth zu finden sind. Also da denke ich mal, hat man jetzt kein Foto nur von dem Riesenrad genommen. Hier ist auch so eine schöne Stelle, wo sich es verzogen hat. Also das ist gleich das nächste. Wangi hat ja immer bei ihren Gebäuden diese Ketten an der Seite. Diese 1x1 Around, die halten hier wirklich gar nichts. Normalerweise setzen die bombig drauf, der hier hält. Aber so wie der, da popelt man so ein bisschen dran rum, dann fällt der auseinander. Das ist aber durchweg bei allen so. Auch die Aufnahmen für die Ketten später. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, diese Steine hier drauf zu kriegen. Die passen irgendwie nicht. Also wie gesagt, hier irgendwie bin ich mit dem Set nicht ganz so glücklich. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine blöde Charge erwischt. Muss man abwarten. Aber ich dachte mal, ich zeige euch bis hierhin mindestens schon mal das Grundgerüst, bevor dann das eigentliche Rad dann so langsam aber sicher hier, vermute ich mal, auch anfängt zu wachsen. Wenn ihr diese Stützen dann mal selber macht, ich nehme noch mal eine ab, dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Hier drin sind zwei Technikstangen, eine 12er und eine 16er. Dann tut euch selber einen Gefallen, nehmt euch einen ganz normalen Technikstein und dann drückt ihr das hier oben so weit durch, bis die Achse hier durch einen Technikstein passt. Dann habt ihr genau die Länge, die ihr braucht, um das hier oben vernünftig aufsetzen zu können. Das habe ich auch erst so ein bisschen durch Drücken, Ziehen und Tun und Machen rausgefunden, dass das also in etwa genau das Maß ist, was man braucht, weil man schiebt sich sonst hier wirklich einen Wolf, weil das könnt ihr euch vorstellen, hier eine Technikstange durchzutreiben. Das ist nicht unbedingt leicht, da braucht schon einiges an Kraft. Ich habe es geschafft, dass ich eine Stange dabei sogar verbiege. Deswegen gebe ich euch das mal so mit an die Hand. Nehmt euch einen Technikstein, die 16er Achse so weit rausdrücken aus dem
letzten, dass sie genau in die Aufnahme von einem Technikstein passt, dann passt das von der Länge her wunderbar. So, mehr kann ich jetzt im Grunde genommen gar nicht erzählen. Mehr gibt es noch nicht zu berichten. Ich denke mal, für das bisschen Gebaute war das auch schon eine Menge. Und jetzt sehe ich mal einfach zu, dass das Ganze hier ein Riesenrad wird. Es sind jetzt nicht wirklich viele Bauschritte passiert, aber ich bin ja auch vergesslich und deswegen denke ich mal, erkläre ich euch mal kurz, was ich hier gemacht habe. Das könnte euch das Leben später etwas leichter machen. Ihr hattet vorhin gesehen, dass ich angefangen bin hier oben, ich denke, sag mal, das Maschinengehäuse zusammenzubauen. Das gestaltet sich äußerst schwierig, wenn die Stützen schon dran sind. Also da so meine Empfehlung von mir, baut das nochmal alles ab und baut zumindest den Teil erstmal so in der Hand und dann setzt das Ganze wieder auf. Dann wird hier, ich drehe das mal rum, dann könnt ihr das hier schön sehen. Dann wird das hier noch alles verkleidet und hier kommen dann die Seile dran, die dann im Prinzip dafür sorgen, dass das Ganze nicht nach vorne kippt. Hat aber gleichzeitig das Problem, wenn man das verknotet, weil das sind ja nur lange Strippen, die man hier direkt verknoten muss. Macht euch hier vorne ein Gewicht dran. Ich habe jetzt ein ganz normales Lego-Gewicht und eine Powerbox genommen, damit ihr Ballast nach vorne habt, weil hier fehlt ja noch das ganze Rad. Wenn ihr jetzt anfangt zu knoten, ihr zieht es euch ewig nach hinten. Deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze so zu machen. So habe ich wenigstens ein bisschen Ballast, was mir das nach vorne zieht. Ich konnte dann in aller Ruhe die Seile hier verknoten, was als solches schon ein bisschen fummelig ist. Vielleicht liegt es auch an meinen dicken Fingern. Da hat jeder mit Sicherheit andere Erfahrungen. Was ich aber gerade gesehen habe, ist, dass es hier vorne sich alles schon wieder so ein bisschen ablöst. Also das ist das, was ich vorhin schon erzählt habe. Ich bin mit der Steinequalität hier in diesem Set wirklich nicht unbedingt zufrieden. Also tut euch wirklich den Gefallen, wenn ihr das machen möchtet. Baut euch hier noch ein bisschen was als Stützkonstruktion drunter. Das kann es natürlich nicht sein, wenn ich so ein Set kaufe. Dann muss das alles vernünftig stimmig sein und harmonieren. Aber wenn es dann nur mal so wie jetzt hier ist, dass man das Set da liegen hat und man das bauen möchte, dann tut euch den Gefallen, investiert diese 20 Cent für so ein paar 2x2 Plates, packt euch die noch drunter, damit die Platten so ein bisschen mehr Versteifung bekommen und dann sieht das Leben etwas leichter aus, weil sonst ärgert man sich im Nachhinein nur dumm und dämlich. Mehr ist nicht passiert, mehr kann ich auch nicht sagen, außer dass ich froh bin, dass ich das jetzt bis hierhin geschafft habe. Das ist also wirklich alles sehr, sehr fummelig, aber mit etwas Geduld schafft man auch das. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht und deswegen gar nicht weiter großartig noch hier irgendwas erzählt, weil es eh nichts zu erzählen gibt, sondern lieber gebaut.
und da ist das Landenei fertig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Die Mängel, die mir so aufgefallen sind, also das Problem mit den nicht unterfütterten Grundplatten, das habe ich ja mehr als einmal schon erzählt, hat sich auch nicht geändert. Aber schlussendlich, zum Schluss, wenn hier das gesamte Gewicht des Rads dann auch drauf drückt, hat es irgendwie funktioniert. Das Rad, ich kann es schon mal zeigen, ihr werdet es ja auch sicherlich gesehen haben, lässt sich drehen. Es ist nicht motorisiert und vielleicht wünscht der eine oder andere sich hier so eine kleine Kurbel, dass das vielleicht auch motorisierbar wäre. Kann man mit Sicherheit irgendwie machen. Hier über einen Antrieb, über die Seile werde ich nicht machen, weil ich denke mal, die Motoren, die drehen dann doch sehr, sehr schnell. Das wäre dann, naja, dann wird den Leuten in dem Rad einfach nur schlecht. Was man hier ganz klar sagen muss, bei dem Riesenrad hier ist also wirklich Sorgfalt beim Bauen gegeben. Oder muss man sorgfältig arbeiten. Man muss viel ausrichten, dass das vernünftig läuft. Ich habe dann auch die Seile nochmal alle so ein bisschen nachgespannt und nachgestrafft, dass dieses Rad, es neigt dazu, so ein bisschen nach vorne zu kippen, weil es hier drin nicht so eine richtige Welle hat. Hier sind einfach nur die runden Steine drin, die drehen sich hier und so kann man das Ganze dann bewegen. Also man muss hier nochmal viel nachjustieren und auch wirklich sorgfältig arbeiten, dass das Ganze dann soweit ist. Wenn ich jetzt gerade in die Kamera gucke, ich sehe auch hier ist wieder so eine Stelle, da habe ich es nicht ganz rund hinbekommen. Ich bin aber zufrieden, so wie das Ganze ist. Ich drehe das mal weg, das sieht ja jetzt wirklich ein bisschen komisch aus. Na ja, gut, das scheint sich dann aber doch so durchzuziehen, dass es immer ein bisschen gerade ist. Lässt sich durch die 6er Plates aber auch nicht unbedingt verhindern, denke ich mal, dass er immer mal so ein Stück gerade ist und nicht 100% rund. Und hey, es ist und bleibt ein Modell. Und wie ich finde, sogar ein recht schönes Modell. Die Ketten, das können wir mal dahingestellt sagen, das ist aber so Wange typisch bei ihren ganzen Sets. Hier habe ich es mir mit meinen Schalen wieder rumgerissen, aber das ist das, was ich auch sagte, dass diese 1x1 für die Ketten hier jetzt nicht unbedingt die besten sind. Also da ist die Klemmkraft grottig, kann ich nicht anders sagen, grottig. Ansonsten kann man es erkennen, ich nehme es mal hier hin und verstecke mich mal so ein bisschen hinter diesen Rad. Also es ist mit Liebe gemacht, das sind die Schiffe hier in dem Wasser, hier auch diese bedruckte Fliese wieder, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben, wer dieses noch nirgends gesehen haben sollte. Und ansonsten so ein paar Männchen, die hier drin stehen, absolut Lego-konform, da wird es keine Probleme geben. Die sind also wirklich ganz weit entfernt von den Minifiguren, aber trotzdem sehen wir, dass es Figuren sind. Auch mit den Seilen, die das hier halten, also es ist durchaus ein schönes Design. Das will ich überhaupt nicht verhehlen. Auch hier, ich drehe es nochmal so, die Antriebe, die hier mitgemacht werden, es hängt hier nicht 100% drauf. Das wäre dann aber auch zu viel verlangt, da es nicht 100% rund ist, dass es dann hier über diese Antriebe läuft. Aber man kann erkennen, was gemeint ist. Es ist, wie ich finde, ein schönes Set. Nach wie vor wieder ein schönes Set von Wange. Auch wenn ich bei dieser Aussage bleibe, wäre das mein erstes Wangi-Set. Ich glaube, ich würde mir nie wieder eins kaufen. Also es ist doch sehr, sehr tricky. Und bis zu diesem Ergebnis sind viele, viele Justierungen nötig, bis es dann hier so steht. Aber trotz alledem, mir gefällt es. Es wird einen Platz bekommen. Ich weiß zwar noch nicht wo, weil es ist ja dann doch nicht unbedingt klein, aber schön. Mehr kann ich hierzu eigentlich gar nicht sagen, außer dass kein Teil gefehlt hat, aber in meinen Schüsseln überall liegt noch was drin, also es sind wirklich einige Teile übrig geblieben. Da freut sich dann wieder meine Restekiste, die wird dann wieder um einige Teile aufgestockt. Mehr kann ich wirklich nicht sagen. Wie gefällt euch das Set? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin da immer sehr neugierig, was ihr so über die Sets denkt, die ich euch so zeige. Wenn das was für euch ist, dann schaut mal bei mir bei eBay, ist unten verlinkt. Vielleicht sind dann ja noch welche zu bekommen. Das eine oder andere von den Riesenrad ist dort zumindest aktuell online. Hat euch das Video gefallen? Freue ich mich natürlich auf den Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen, gebt mir den Daumen runter. Schreibt mir wie gesagt einen Kommentar. Ich freue mich darüber und ich lese sie nach wie vor noch alle. Ich weiß, ich beantworte nicht alle, aber ich lese alle. Ansonsten vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr eure Zeit für dieses Video genommen habt und habt sie
vielleicht verschwendet, wenn der ein oder andere das sagt, oder war es so kurzweilig, dass es euch riesen Spaß gemacht hat. Auch das könnt ihr mir unten reinschreiben. Bis zu meinem nächsten Video. Da wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit und vor allen Dingen bleibt gesund.